Loslassen von jemandem ist eine der schwierigsten Entscheidungen, denen wir im Leben gegenüberstehen. Selbst wenn wir absolut sicher sind, dass es das Beste für uns ist, gibt es immer eine innere Kraft, die widersteht, uns zurückzieht und versucht festzuhalten. Carl Jung, der visionäre Denker, der die moderne Psychologie neu geformt hat, gab uns kraftvolle Einblicke in diese Reise. Für ihn bedeutete Loslassen nicht einfach aufgeben, sondern eine tiefe spirituelle Wandlung, eine Gelegenheit, sich wieder mit unserem wahren Selbst zu verbinden. Denke an eine Beziehung, die Spuren bei dir hinterlassen hat, ob positiv oder negativ. Laut Jung sind solche Verbindungen nicht zufällig. Jeder Mensch, der in unser Leben tritt, wirkt wie ein Spiegel, der uns Teile von uns selbst zeigt, die wir alleine vielleicht nie erkannt hätten. Hier ist das Entscheidende. Wenn eine Beziehung keinen Frieden mehr bringt, sondern zu einer ständigen Quelle von Konflikt wird, sendet dir dein Unbewusstes Signale. Dieses Unbehagen, diese emotionale Erschöpfung, sie sind nicht zufällig. Es ist eine Botschaft. Es ist deine Seele, die dich einlädt, loszulassen, was nicht mehr mit dem übereinstimmt, wer du bist. Jung glaubte, dass das Unbewusste ständig mit uns kommuniziert, doch meist sind wir zu sehr abgelenkt, um es zu bemerken. Wir klammern uns an das Vertraute, selbst wenn es uns verletzt, einfach aus Angst vor dem, was als nächstes kommt. Wir fürchten die Leere, die folgen könnte, denken, sie würde eine Lücke hinterlassen. Aber was, wenn diese Leere nichts ist, wovor man sich fürchten muss, sondern ein heiliger Raum, in dem etwas Echtes wachsen kann? Stell dir vor, du trägst jeden Tag einen schweren Rucksack voller Groll, Erwartungen und Ängste. Dieser Rucksack steht für die Beziehungen, die dich zurückhalten, die Bindungen, die dich am Weitergehen hindern. Irgendwann wird die Last zu groß und du lässt los, nicht aus Wut oder Vergessen, sondern weil du dich endlich für den Frieden entscheidest. Loslassen bedeutet nicht, jemanden aus deinem Leben oder deinen Erinnerungen zu löschen. Es bedeutet, die Energie freizugeben, die du in etwas investiert hast, das nicht mehr zu deinem Leben passt. Es geht darum, deiner Seele Raum zu geben zum Atmen, zum Wachsen und zur Rückverbindung mit dem, was wirklich zählt. Das erfordert Mut, Selbstliebe und Vertrauen darauf, dass das Universum etwas Besseres bereithält. Hast du jemals bemerkt, dass du dich nach dem Ende einer schwierigen Beziehung leichter fühlst, lebendiger, als hätte die Welt plötzlich wieder Farbe? Das ist kein Zufall. Jung glaubte, dass wir, wenn wir loslassen, was nicht zu uns gehört, Platz für neue Energie schaffen, neue Menschen, neue Chancen oder ein tieferes Verständnis unserer selbst. Loslassen befreit nicht nur die andere Person, es befreit dich. Oft sind es nicht die Menschen selbst, an die wir gebunden sind, sondern die Emotionen, Erinnerungen und Projektionen, die wir auf sie gelegt haben. Jung betonte, dass jede bedeutungsvolle Beziehung Symbole trägt, die uns tief beeinflussen. Indem du loslässt, zerbrichst du diese unsichtbaren Ketten und lässt deine Energie wieder frei fließen. Im Kern des Loslassens liegt die Selbstreflexion. Dort finden sich die wahren Antworten, die Lektionen und die Kraft weiterzugehen, tief in unserem Inneren. Aber dieser Weg ist nicht geradlinig. Er bedeutet, sich unseren Schatten zu stellen, den Teilen von uns selbst, denen wir lieber aus dem Weg gehen würden. Jung lehrte, dass diese Schatten nicht unsere Feinde sind. Sie sind wesentliche Bestandteile unseres Seins und ihre Annahme führt zu Wachstum und zu einer Art von Frieden, die alles übersteigt, was wir bisher kannten. Wenn du dich schließlich entscheidest, loszulassen, geschieht etwas fast Magisches. Es ist, als würde sich das Universum plötzlich auf deine Seite stellen. Die richtigen Menschen tauchen auf, Chancen, die einst unerreichbar schienen, werden greifbar und am wichtigsten, du beginnst, inneren Frieden zu spüren. Dieser Wandel spiegelt Jungs Überzeugung wider, dass wir zu unserem authentischen Selbst zurückkehren müssen, zu dem inneren Teil von uns, der bereits weiß, was das Beste ist.
Der Weg mag hart sein, aber es besteht kein Zweifel daran, dass er sich lohnt. Loslassen bedeutet nicht, etwas zu verlieren. Es bedeutet, etwas viel Wertvolleres zu gewinnen. Während du diesen Prozess durchläufst, verwandelt sich der anfängliche Widerstand in Klarheit. Beziehungen, die einst essentiell erschienen, wirken plötzlich anders, als würdest du sie aus der Distanz betrachten. Diese Veränderung geschieht, weil das Loslassen nicht nur den anderen befreit, es befreit auch Teile von dir, die festgesteckt waren. Deine Energie, deine Kreativität, deine Träume, sie alle dürfen wieder atmen. Jung glaubte, dass wahre Erfüllung nicht von äußeren Quellen kommt. Sie entsteht durch die Arbeit an uns selbst. Und Loslassen ist genau diese Arbeit. Ganz gleich, wie sehr du versuchst, jemanden zu verändern oder eine Beziehung so zu formen, dass sie deinen Erwartungen entspricht. Wahre Veränderung geschieht, wenn du dich selbst veränderst. Durch das Loslassen. Und dieser Prozess verläuft nicht geradlinig. Es wird starke Tage geben und Tage voller Zweifel. Aber Zweifel sind kein Rückschritt. Sie sind Teil der Reise. Persönliches Wachstum bedeutete für Jung, dem Unbekannten zu begegnen und die verborgenen Teile unseres Selbst zu erforschen. Dort geschieht die eigentliche Magie. Loslassen lehrt uns, dass Frieden nicht von jemand anderem oder etwas außerhalb von uns kommt. Frieden ist eine Entscheidung. Es ist ein Zustand des Vertrauens und der Akzeptanz im Hinblick auf den größeren Plan des Universums. Jung nannte das Synchronizität, die Art, wie sich das Leben perfekt einfügt, wenn wir im Einklang mit uns selbst sind. Vielleicht fragst du dich, woran du erkennst, wann es wirklich Zeit ist, loszulassen. Die Antwort kommt nicht aus dem Verstand oder aus dem, was andere denken. Sie kommt von deiner Intuition, jener leisen inneren Stimme, die wir so oft ignorieren. Jung glaubte, dass Intuition eine kraftvolle Verbindung zu unserem Unbewussten ist. Wenn sich etwas einfach nicht richtig oder blockiert anfühlt, versucht deine Intuition, dich zu leiten. Aber es reicht nicht, sie zu erkennen. Du musst auch danach handeln. Genau hier bleiben viele Menschen stecken. Sie halten aus Angst fest. Angst vor dem Scheitern, Angst vor dem Unbekannten. Doch Loslassen ist der ultimative Akt des Mutes. Er signalisiert dem Universum, dass du darauf vertraust, dass etwas Besseres unterwegs ist. Jung erforschte auch, wie sich unsere Energie verändert, nachdem wir losgelassen haben. Es ist, als würden die Ketten, die uns zurückhielten, endlich zerreißen und uns für neue Erfahrungen, Beziehungen und Möglichkeiten öffnen. Das Schöne daran? Wenn du jemanden loslässt, befreist du auch dich selbst und du verbindest dich wieder mit Teilen deiner Identität, die du vielleicht vergessen hattest. Denk daran, wie oft du dein Verhalten, deine Träume, sogar dein Selbstbild verändert hast, nur um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Wie oft hast du deine eigenen Bedürfnisse zum Schweigen gebracht, nur um jemanden nicht zu verlieren? Jung würde sagen, dass wir uns jedes Mal, wenn wir das tun, weiter von unserem wahren Selbst entfernen. Und diese Entfremdung zeigt sich als Stress, Unzufriedenheit, sogar Krankheit. Loslassen ist ein Akt der Selbstliebe, kein Verlassen. Es ist die Erkenntnis, dass deine Ganzheit nicht davon abhängt, dass jemand anderes deine leeren Stellen füllt. Es gibt dir die Erlaubnis, ganz und kompromisslos du selbst zu sein. Diese Art von Authentizität zieht Menschen und Erfahrungen an, die wirklich mit dem übereinstimmen, wer du bist. Das Universum belohnt oft jene, die mutig genug sind, loszulassen, meist auf leise, subtile Weise. Eine unerwartete Gelegenheit, eine plötzliche neue Freundschaft oder ein tiefer Moment des Friedens. Diese Momente sind kleine Bestätigungen dafür, dass du dem Fluss des Lebens vertraust. Loslassen löst eine kraftvolle innere Transformation aus. Die ständige Anspannung und Schwere beginnen sich aufzulösen und werden durch ein Gefühl von Leichtigkeit ersetzt, die Fähigkeit, endlich wieder frei atmen zu können.
Jung beschrieb das als eine Rückverbindung mit unserer wahren Natur, eine Rückkehr zu dem inneren Gleichgewicht, das wir alle besitzen, aber im Lärm toxischer oder unbefriedigender Beziehungen oft aus den Augen verlieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Loslassen nicht bedeutet, den Einfluss einer Person zu löschen oder sie zu vergessen. Es geht darum, das zu ehren, was sie für dich bedeutete, dankbar für die Lektion zu sein, die sie in dein Leben gebracht hat, und dieser Verbindung zu erlauben, sich weiterzuentwickeln. Jung glaubte, dass jede bedeutsame Beziehung als Lehrer fungiert und uns hilft, Anteile unseres Selbst zu entdecken, die uns zuvor vielleicht nicht bewusst waren. Doch die wahre Kraft des Loslassens liegt nicht in der Handlung selbst, sondern in dem, was du mit dem Raum machst, der dadurch entsteht. Diese Leere, vor der wir so große Angst haben, sie ist in Wirklichkeit eine leere Leinwand, eine Chance, uns selbst und unsere wahren Wünsche neu zu entdecken. Um das anzunehmen, musst du jedoch bereit sein, nach innen zu blicken und dich den Schatten zu stellen, die Jung als Schlüssel zum persönlichen Wachstum sah. Diese Schatten, die Teile von uns selbst, denen wir lieber aus dem Weg gehen, treten besonders in unseren Beziehungen zutage. Vielleicht hast du bemerkt, dass bestimmte Menschen deine schlechtesten Seiten hervorrufen oder dass du immer wieder dieselben Muster durchläufst. Jung erklärte, dass solche Menschen und Situationen wie Spiegel wirken, die uns die Aspekte unserer Psyche zeigen, die integriert werden müssen. Deshalb ist Loslassen nicht nur ein äußerer Akt, es wird auch zu einem inneren Heilungsprozess. Stell dir vor, du stehst in einem Fluss und klammerst dich aus Angst vor dem Ertrinken an einen Felsen. Aber wenn du dem Strom vertraust und loslässt, trägt er dich zu neuen Ufern, ruhigeren, friedlicheren Gewässern. So funktioniert das Loslassen. Wenn du aufhörst, dich zu wehren und dem Prozess vertraust, antwortet das Leben. Jung nannte das Synchronizität, jene Momente, in denen plötzlich alles zusammenpasst, als würde das Universum dich sanft in die richtige Richtung schieben. Vielleicht triffst du jemanden, der deine Werte teilt, oder eine perfekte Gelegenheit ergibt sich wie aus dem Nichts. Das ist kein Zufall. Es sind Zeichen dafür, dass du endlich im Einklang mit deinem Lebenssinn bist. Aber denk daran, Loslassen ist ein schrittweiser Prozess, keine sofortige Lösung. Es erfordert Geduld und Mitgefühl mit dir selbst. An manchen Tagen wirst du dich stark und sicher in deiner Entscheidung fühlen, an anderen werden Zweifel und Erinnerungen an die Oberfläche kommen. In solchen unsicheren Momenten erinnere dich daran, dass jeder Schritt hin zu deinem authentischen Selbst deinem Leben mehr Tiefe, Bedeutung und Reichtum verleiht. Jung lehrte, dass wahre Erfüllung daraus entsteht, Schmerz anzunehmen, aus ihm zu lernen und ihn zu transformieren. Loslassen kann wehtun, aber es ist auch unglaublich befreiend. Es erinnert uns daran, dass wir nicht an dem festhalten müssen, was nicht mehr passt, und dass wir ein Leben voller Frieden, Authentizität und wahrer Liebe verdienen. Wenn du loslässt, gibst du nicht nur die andere Person frei, du befreist auch den Teil von dir, der sich in dieser Beziehung gefangen fühlte. Du holst dir deine Kraft, deine Energie und deine Fähigkeit zu träumen zurück. Und du erkennst, dass das Glück schon immer in dir war. Es musste nur bemerkt werden. Und sobald du wirklich losgelassen hast, lehrt dich dieser Prozess eine der wertvollsten Lektionen überhaupt: Selbstakzeptanz. Jung sah dies als Grundstein für persönliches Wachstum. Häufig haben unsere Bindungen nicht nur mit Liebe oder Zuneigung zu tun, sie wurzeln in einem tieferen Bedürfnis, eine innere Leere zu füllen. Wir verlieben uns in der Überzeugung, ohne den anderen unvollständig zu sein. Doch Jung erinnerte uns daran, dass alles, wonach wir im Außen suchen, bereits in uns existiert. Loslassen bringt Klarheit. Es zeigt uns, dass die Beziehung oft unsere eigenen Ängste und Unsicherheiten gespiegelt hat. Dieses Verlangen nach Bestätigung und Ganzheit, es kommt nicht von außen, es beginnt in uns selbst.
Und indem du loslässt, gibst du dir selbst die Chance zu heilen und dich wieder mit deinem eigenen Gefühl der Vollständigkeit zu verbinden. Dieses Gefühl innerer Ganzheit zu entdecken, ist nicht immer einfach. Jung führte das Konzept des Schatten ein, jene Teile von uns, die wir meist verdrängen. Das Loslassen eines Menschen, zu dem du eine tiefe Verbindung hattest, bringt diese Schatten oft ans Licht. Du spürst vielleicht Angst, Traurigkeit oder Wut, doch diese Emotionen sind keine Feinde. Sie sind Boten, die auf Stellen in dir hinweisen, die Heilung und Fürsorge brauchen. Loslassen wird so zu einem Akt der ehrlichen Selbstbegegnung, in dem du innere Stärken entdeckst, von denen du nicht wusstest, dass du sie besitzt. Du lernst, dass du Schmerz tragen und trotzdem Frieden finden kannst. Und genau das meinte Jung, als er von der Widerstandskraft der Seele und unserer Fähigkeit zur Transformation sprach. In den schwersten Momenten fühlt sich das Loslassen vielleicht wie ein Schritt in das, was Jung die dunkle Nacht der Seele nannte. Eine Zeit tiefer Selbstbefragung und Unsicherheit, in der es scheint, als würde alles auseinanderfallen. Doch diese Dunkelheit ist kein Ende. Sie ist der Beginn einer Wiedergeburt, ein Zeichen dafür, dass etwas in dir erwacht. Durch diese Dunkelheit lernst du, dir selbst zu vertrauen, nach innen zu hören und dein eigenes Licht zu finden. Und auf der anderen Seite beginnt etwas Schönes zu wachsen. Du gewinnst Klarheit, Freiheit und eine tiefere Beziehung zu dir selbst. Das ist das wahre Geschenk, das Jung uns vermitteln wollte, die Fähigkeit, authentisch zu leben, ohne von einschränkenden Bindungen gehalten zu werden. Die Beziehungen, die wirklich zählen, sind jene, die mit deinem innersten Wesen im Einklang stehen. Sie machen dich nicht kleiner und verlangen nicht, dass du deine Authentizität opferst. Stattdessen inspirieren sie dich, noch mehr du selbst zu sein, zu wachsen, dein Potenzial zu entdecken. Wenn du bereit bist, das loszulassen, was nicht mehr passt, schaffst du Raum für echte, bedeutungsvolle Verbindungen in deinem Leben. Jung sprach auch über Synchronizität, das magische Zusammenfallen von Ereignissen. Wenn du wirklich loslässt, was dir nicht mehr dient, öffnest du die Tür zu diesen Momenten der Synchronizität. Es ist, als würde das Universum deinen Mut anerkennen und dir genau das senden, was du brauchst. Genau im richtigen Moment. Diese Zeichen zeigen sich als unerwartete Chancen, aufschlussreiche Gespräche oder tiefe Momente des Friedens, die dir versichern, du bist auf dem richtigen Weg. Diese Reise führt zu einem tieferen Verständnis darüber, wer du wirklich bist und welchen Platz du in der Welt einnimmst. Du befreist dich aus wiederkehrenden Mustern und auslaugenden Beziehungen und plötzlich triffst du Entscheidungen aus einem Ort der Selbstliebe und Echtheit heraus. Diese Veränderung zeigt sich in deiner Energie. Das ständige Gefühl der Erschöpfung und der innere Kampf an etwas festzuhalten, das nicht mehr zu dir passt, beginnt zu verschwinden. An seine Stelle tritt neue Lebenskraft und Leichtigkeit, die es dir erlaubt, dich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Deine Verbindung zu dir selbst und den tieferen Sinn deines Lebens. Jung betonte, dass sich unsere psychische Energie neu verteilt, wenn wir aufhören, sie in Dinge zu investieren, die uns nicht entsprechen. Loslassen setzt diese Energie frei und ermöglicht es dir, Dinge zu tun, die zuvor unmöglich erschienen, zu träumen, zu erschaffen, dich lebendig zu fühlen. Und diese Veränderung ist nicht nur emotional, sie ist spirituell. Sie berührt jeden Bereich deines Lebens. Viele Menschen erleben in dieser Phase das, was Jung die Integration des Schattens nannte. Wenn du loslässt, was dir nicht mehr dient, kommen verborgene Anteile von dir ans Licht. Du erkennst plötzlich Muster, einschränkende Überzeugungen oder Ängste, die dir bisher nicht bewusst waren. Aber statt sie zu verurteilen, beginnst du, sie anzunehmen. Du verstehst, dass die Annahme deines Schattens ein kraftvoller Akt der Selbstliebe ist. Jung glaubte, dass Schatten nicht verschwinden, wenn wir sie ignorieren. Sie werden stärker. Aber wenn du sie ansiehst und willkommen heißt, wirst du vollständiger,
Und mit dieser Ganzheit kommt ein innerer Frieden, den keine äußere Bestätigung je ersetzen kann. Diese Art der Transformation wirkt sich auch auf deine Beziehungen aus. Loslassen befreit nicht nur die andere Person, es durchbricht auch die Muster, die dich festgehalten haben. Dadurch ziehst du Beziehungen an, die wirklich mit deinem wahren Wesen in Resonanz stehen. Menschen, die deine Echtheit feiern, dir mit Respekt, Unterstützung und echter Verbindung begegnen. Und es ist wichtig zu verstehen: Loslassen bedeutet nicht, dein Herz zu verschließen oder emotional abstumpfen zu müssen. Im Gegenteil, es ermöglicht dir, freier zu lieben, ohne Erwartungen oder ungesunde Abhängigkeiten. Jung glaubte, dass wahre Liebe nur gedeihen kann, wenn beide Menschen im Einklang mit ihrem wahren Selbst sind. Loslassen schafft den Raum für genau diese Art von tiefer, seelenverbundener Beziehung. Wie Jung erklärte, steht das Universum ständig in Kommunikation mit uns. Diese perfekt abgestimmten Momente, Synchronizitäten, sind Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn du wirklich loslässt, was dir nicht mehr dient, öffnest du die Tür, damit sich solche Synchronizitäten häufiger zeigen können. Vielleicht ist es eine unerwartete Chance, ein bedeutungsvolles Gespräch oder ein plötzlicher, tiefer innerer Frieden. All das sind Botschaften des Universums, die dir sagen: Ja, mach weiter. Und obwohl dieser Weg Mut erfordert, ist er absolut lohnenswert. Loszulassen bedeutet, deine Kraft zurückzufordern. Es ist eine Erinnerung daran, dass du der Gestalter deines Lebens bist und jede Entscheidung dich deinem wahren Zweck näher bringt. Stell dir vor, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du dir selbst vollständig erlaubst, loszulassen. Denk an den Raum, den du schaffen würdest, die Energie, die du zurückgewinnst, die Träume, die du endlich verfolgen könntest. Es geht dabei nicht um Verlust, es geht um Gewinn. Es geht darum, dich wieder mit dem Teil in dir zu verbinden, der schon immer wusste, was das Beste ist. Letztlich geht es beim Loslassen nicht wirklich um die andere Person. Es geht um dich. Es geht darum, dem Prozess zu vertrauen, auf deine Intuition zu hören und dein Leben mit dem in Einklang zu bringen, was wirklich zu dir gehört. Carl Jung erinnerte uns daran, dass wahre Transformation im Inneren geschieht. Wenn du beginnst, authentisch zu leben, erkennst du, dass es keinen Mangel gibt, denn alles, was du brauchst, um erfüllt zu sein, existiert bereits in dir. Deshalb lade ich dich heute ein, darüber nachzudenken, was du bereit bist loszulassen und was du gewinnen könntest, wenn du dich von dem befreist, was dir nicht mehr dient. Dies ist dein Moment, einen Schritt auf dein wahrhaftiges Selbst zuzugehen. Vertraue dem Prozess und erlaube dem Universum, dich zu dem zu führen, was du wirklich brauchst. Denk daran, Loslassen ist kein Ende. Es ist der Beginn einer Reise hin zu einem Leben, das echter, stimmiger und zielgerichteter ist, auch wenn der Weg vor dir unklar scheint. Vertraue darauf, dass dich jeder Schritt zu etwas Größerem führt, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Wenn du dich entscheidest, loszulassen, befreist du nicht nur dich selbst, du sendest auch ein kraftvolles Signal an das Universum, dass du bereit bist für das, was wirklich zählt. Loslassen ist keine Schwäche. Es ist der Beweis deiner Stärke. Es ist eine Erklärung, dass dein Frieden, deine Authentizität und dein Lebenssinn wichtiger sind als jede Bindung an die Vergangenheit. Und in diesem Moment beginnt sich etwas zu verändern. Du beginnst zu erkennen, wie sich die Dinge fügen, und die Schwere, die du einst getragen hast, verwandelt sich in eine Leichtigkeit, die dich vorwärts trägt. Carl Jung lehrte uns, dass in jedem von uns die Kraft liegt, ein Leben im Einklang mit unserer Wahrheit zu erschaffen. Diese Kraft kommt nicht von außen oder aus Beziehungen, die wir kontrollieren wollen. Sie entsteht durch unsere Fähigkeit, das loszulassen, was uns zurückhält, und das anzunehmen, was das Universum für uns bereithält. Und das, lieber Zuhörer, ist eine der tiefgreifendsten Transformationen, die du je erleben wirst. Ich möchte dich ermutigen, über dein eigenes Leben nachzudenken. Woran hältst du noch fest, das nicht mehr zu dir gehört?
Welche Beziehungen, Ängste oder Überzeugungen stehen deinem Wachstum im Weg? Nimm dir einen Moment, schließe die Augen, atme tief durch und frage dich, was du gewinnen könntest, wenn du loslässt. Die Antwort könnte dich überraschen. Vielleicht inspiriert sie dich sogar dazu, diesen mutigen Schritt ins Unbekannte zu wagen. Und glaub mir, dieser Schritt könnte der Beginn von etwas wirklich Außergewöhnlichem sein. Den Weg zur Authentizität zu gehen, muss keine einsame Reise sein. Dieser Kanal und die Gemeinschaft, die wir gemeinsam aufbauen, sind da, um dich in jeder Phase deiner Transformation zu begleiten. Wenn dich diese Botschaft berührt hat oder wenn du jemanden kennst, der sie hören sollte, dann teile dieses Video. Jeder einzelne Share hilft nicht nur jemand anderem, sondern verbreitet auch diese Botschaft von Wachstum, Authentizität und Wandel. Hinterlasse unten einen Kommentar. Erzähl uns, welcher Teil dich am meisten berührt hat, was du bereit bist loszulassen oder wie du planst, deine eigene Reise des Loslassens zu beginnen. Deine Worte könnten jemand anderen inspirieren und dabei helfen, einen Raum für Verbindung und gegenseitige Unterstützung in unserer Gemeinschaft zu schaffen. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein zukünftiges Video verpasst. Dies ist erst der Anfang einer kraftvollen, transformierenden Reise, die wir gemeinsam antreten. Gemeinsam können wir ein Netzwerk mutiger, authentischer Menschen aufbauen, die bereit sind, aus ihrer Wahrheit heraus zu leben. Denk immer daran, Loslassen ist kein Ende. Es ist der Beginn von etwas Größerem. Es ist deine Chance, im Einklang mit deinem wahren Selbst zu leben und andere dazu zu inspirieren, es dir gleich zu tun. Danke, dass du Teil dieser Reise bist, dass du dieser Botschaft zugehört hast und dass du dich entschieden hast, in deinem Leben etwas zu verändern. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, lebe mit Authentizität, mit Mut und mit einem offenen Herzen. Bis bald.